Bisschen deutlicher, du musst die Lippen richtig pressen, du musst richtig... Kennst du Beatboxing? Nee. Oder Beatboxer? Nein. Schumann Beatbox. Ach so, ja, okay, ja. Ich kann Beatbox mit dem Mund machen, ja. Geräusche mit dem Mund machen, also alle möglichen Geräusche. Human Beatbox. Beatbox. Das wird Mikrofonkunst sein. Und zwar vom Menschen hergestellt. Und dann ist es rhythmuslastig. Also so eine Art menschliche, mundgemachte Rhythmusgruppe. Was ist das? Ein Beatbox? Hallihallo. Ja, herzlich willkommen hier auf meiner Wiese. Das ist mein Hund, Tobi. Sitz. Wie aufs Wort. Yeah. Yeah. For example, Berlin nuts in the hood. Auch wenn wir sonst nur im Zimmer leben, sind wir jetzt hier auf der Straße und es wummert eben, denn der Asphalt bebt schon von der Beatbox von Wet Labs. For excess shit, ja. Ich bin Wet Labs, einer von der For example Beatbox Crew. Freue mich natürlich wahnsinnig, jetzt heute hier zu sein. Auf der Wiese. Das ist Pirate. Sag was. Ich bin Pirate MC von den Berlin Nuts. Wir machen Hip-Hop, Rap, Musik, viel mit den Jungs halt zusammen. Ja, so viel dazu. Und wir trinken Bierchen. Ja, also ich finde irgendwie so Beatbox, also wo ich angefangen habe damit 2000 irgendwie so oder 99, 2000, wo man wirklich so wirklich nichts konnte irgendwie so und Roselle Killer gehört hat und gesagt hat, amazing, Wahnsinn, will ich auch können irgendwie so. Da war es noch so, dass echt nicht viele Beatbox gemacht haben. Viele dachten, das ist Sportart. Ich mach Beatbox, ja, ach so, krass, ja, was kannst du da für einen Kampf? Ich will jetzt keinen Kampf, das machen wir mit dem Mund, das sind Beats machen und so. Ach so, ja. So war es damals halt noch, so war zu der Zeit, so dann 2003, 2004 auch noch. Und die ersten Battles, wo ich mitgemacht habe, war halt wirklich, da konnte man mit Oldschool Beatbox, und darunter verstehe ich, oder ich nenne Oldschool Beatbox irgendwie so wirklich simple Sachen, so die sauber bloß bringen und vielleicht zwischendurch ein paar ansatzweise Scratche oder Mellows einbringen. Ja, und man konnte im Battle gewinnen, wenn man es sauber gemacht hat und noch eine coole Show draus. Da hat die Show vielleicht auch noch mehr irgendwie so im Vordergrund gestanden. Heutzutage ist es so, dass du zu einem Battle gehst irgendwie so und den 18-Jähriger, ja, irgendwie so wirklich was vor den Kopf knallt, irgendwie so wie eine Maschine. Ist cool auf jeden Fall, irgendwie so, ist aber schon fast irgendwie irre, ja. Und das ist heutzutage Beatbox, irgendwie Newschool Beatbox für mich irgendwie so. Manu, mein Homie aus der For example Crew, irgendwie so, der ist ja letztes Jahr Deutscher Meister geworden, 2006. Und der ist gut auf jeden Fall und der wird natürlich Deutscher Meister auch dieses Jahr wieder, 2007, ist selbstverständlich, was soll ich sonst sagen. Aber es ist nicht so einfach wie letztes Jahr auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch für den Gewinner des heutigen Abends der 4. Deutschen Beatbox-Meisterschaft, Mando aus Berlin. Wir möchten bitte Mando zu uns auf die Bühne. Mando von der For example Crew ist der neue deutsche Human Beatbox Champion. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch für die 4. Deutsche Meisterschaft. Hier ist deine Urkunde. Wir lassen unseren Gewinner mit dem goldenen Mikrofon ein Beat machen. Bitte an den Tontechniker das blaue Kabel. Everybody in the club say Mando. Everybody in the club say
Ich glaube, das Mikro funktioniert. Danke! Guck mal, helf aufbauen. Jetzt vorher dran aufbauen. Für mich ist immer wichtig, wenn ich Workshops gebe, ist es für mich immer ganz doll wichtig, den Leuten erstmal zu erklären, was ist Hip-Hop oder beziehungsweise woher kommt Hip-Hop oder was beinhaltet Hip-Hop. Hip-Hop ist ein Oberbegriff für 5 Elemente. Ich fange mal an mit dem DJing, ja, die Leute an den Plattentellern, dann die MCing, wobei MC für Master of Ceremony steht, weil das immer noch nicht viele Leute, wie keiner weiß von den Newcomern so. Dann gibt es Breakdance, ja. Breakdance ist aber ein falsches Wort, das ist ein Medienwort. Ja. Breakdance heißt eigentlich B-Boying. Ja. So. Und die Medien haben einfach Breakdance draus gemacht, aber das ist jetzt auch so respektiert, akzeptiert, aus einer Basta ist Breakdance, Punkt. So. Dann gibt es Graffiti, also manche Leute sagen Schmierereien, wir sagen dazu Graffiti so. Es gibt natürlich auch ein paar Honks, die denken, dass sie mit Steine kratzen in der Scheibe, dass sie den übergeilen Text setzen, so. Ja, ist aber kann man nicht lesen, ist einfach nur Vandalismus, so. Haben auch viele nicht kapiert so. Und dann gibt es halt diese Beatboxing, was jetzt erst seit 2-3 Jahren als 5 Element, also vor 3 Jahren haben wir noch schwer gekämpft, das als 5. Element durchzuboxen, so, ja. Und jetzt Beatbox überhaupt, also wir, meine ich jetzt die Beatboxen durchzusetzen, so. Aber jetzt ist es wirklich das 5. Element. Warte mal, was war das nochmal? Genau. Yeah. Rap mal. Yeah. Berliner Rap ist monoton und niveaulos. Wo bloß spielt MTV die MCs, die mit Soulflow? No. Mir geht es gegen den Strich. Egal in welcher Gegend man ist, gibt's den schäbigen Shit. Und alle reden jetzt mit 10-jährige Kids. Noch ihr Leben nicht im Griff, aber schon seelisch gefickt von dem dämlichen Mist, den die Szene hier kickt. Ein System namens Bitch, ohne Themen und Witz. Mit Verträgen bestückt, wollen sie Dicke verdienen. Heutzutage nennt sich jeder zweite Ficker MC. Beschissen im Beat, über Titten und Speed. Wie viele Pisser es gibt, check Rap City Berlin. Eins sollt ihr wissen, ihr Freaks. Your business is weak. Please listen to me an alle Kids aus dem Kiez, aus der City Berlins. Ihr seid fitter als die, ja man, fitter als die. 1, 2, 3, ganz Berlin wird aggressiv. Das macht das Ganze unattraktiv und es stirbt der Hip-Hop. Wow. Cool, Mann. Wart, wa? Das war. Jetzt rap ich mal. Was sagst du? Ich soll Beatbox machen, oder? Ja. Cool. Jo. Ich sitze hier auf der Wiese, was ich gerade ziemlich sehr genieße. Das ist witzig, das ist hardcore cool. Auf jeden, es fehlt bloß ein Stuhl. Bisschen hart, ich hab ne Wurzel im Po. Aber mich stört's nicht, denn ich hab ja Flow. Ich flow mit Tobi zusammen auf der Wiese, jawohl. Das war cool, wa? Ja. Da jetzt mal die Scheibe voll abschneiden. Strike. Ja, klar. Alles klar. Ja, im Großen und Ganzen hat mich halt in Hohenschönhausen, ich habe zu meiner Mutter mal gesagt, so, ja, die Straße hat mich aufgezogen. Nachhinein ist Bockmist irgendwie so. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Kerl, der eine relativ coole Familie hat. Mein Vater ist ein Arschloch auf jeden Fall. Der hat sich verpisst irgendwie, als ich 10 war. Beziehungsweise meine Mutter hat ihn rausgeworfen und gesagt, komm, geh mal lieber. Und es war auch besser so. Wo ich es Anfang überhaupt nicht verstehen wollte, irgendwie so voll ausgerastet bin und gesagt, nee, es geht nicht. Und dann, als die Frage kam, ja, entscheide dich mal, wo du jetzt hingehst, Vater, Mutter, ich gesagt, nirgendwo hin, nicht auf die Straße und so. Hab's auch probiert, aber es hat, glaube ich, nur 2 Stunden ausgehalten oder 2 Stunden hat es gedauert, irgendwie dann, weil ich wieder zu Hause verheult und so. Ja, aber das ist natürlich auch vorbei jetzt. Ja, dann bin ich halt aufgewachsen in Hohenschönhausen irgendwie, hab das Abi abgebrochen, weil ich andere Sachen im Kopf hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bin dann irgendwann nach Friedrichshain gezogen, oder eigentlich da zeitgleich mit dem Abi-Abbruch nach Friedrichshain. Irgendwie so, habe in einer Firma gearbeitet, die dann mir ein Stipendium gegeben hat für eine Ausbildung zum Game-Level-Designer und pipapo und bla. Ja, was soll ich sagen, Lebenskünstler irgendwie, das ist, kommt komischerweise, alle sagen immer, Mann, ja, und der ist so verpeilt, aber so verpeilt ist er ja nicht, ja? Denkt sich schon was dabei bei dem, was er macht. Ey, wo bleibt der Mann, ey? Scheiße. Wenn ich stehe, habe ich hier den Jungen. Ich zähle bis 3, wenn er da nicht kommt. 1, 2, 2,5. Oh. Hat er nochmal Glück gehabt. Oh Mann. Sehr gut. Hey, ja, gar nur weiter, was so. Entschuldigung, Mann, ich muss noch ein Bier kaufen. Na, am Anfang ist ja eigentlich relativ leicht. Da fängt es dann erstmal, glaube ich, an nur mit so einer Hi-Hat so.
Halt sowas in dem Style. Ist, glaube ich, am Anfang sehr, sehr smooth. Da passiert ja nicht wirklich was. So Spannungsaufbau. Genau. Und später kommt diese. Und wer macht die mit die Hi-Hat? Ich? Ja, würde ich auch sagen. Meine Eltern sind Argentinier aus Buenos Aires und San Nicolás. Das liegt ungefähr 30 Kilometer von Buenos Aires südlich, so wie beispielsweise Bonn zu Köln. Und bin hier geboren, in Deutschland. Seit 6 Jahren Beatboxer. Und habe Spaß an Lippendisco. Bei Battles ist immer so, man sieht sich als wahr, lernt sich auch irgendwo kennen, ne? Ist ja auch so mehr oder weniger so eine Plattform, wo sich Beatboxer kennenlernen sollen, aus Deutschland jetzt in diesem Fall. Und ja, und da macht man halt auch so kleine Sessions, so auf der Straße, wie wirklich so, man kennt aus der Bronx, so war mit brennender Tonne und Yo und fast. Dunkel war es jedenfalls. Und da haben wir halt dann irgendwie so auch Session gemacht und ich habe ein paar Sachen nicht gezeigt, irgendwie sind, aber habe ich auch am Mann schon gemerkt, ja, der Hund, der hat es musikalisch, aber so viel zeigen wir mal noch nicht hier uns gegenseitig. Ja, es war witzig, weil er hat sich als einziger richtig zurückgehalten von den Beatboxern. Und ich wusste, der hat auf jeden Fall noch ein paar Sachen im Petto. Der hat noch ein Schwein im Keller. Ja, habe ich ihm direkt von Anfang an gesagt, weil alle haben direkt ihre besten Geräusche und Skills präsentiert. Und er war so, ich höre mal hin, ab und zu mal ein Pff oder Psch. Das war vor 2,5 Jahren, glaube ich, ne? Ja. 2,5 Jahren. Im Eigen. Ja. Und danach haben wir halt so Nummern ausgetauscht, weil wir gemerkt haben, wir sind auch eigentlich die coolsten von den ganzen Idioten. Ja. Und lass mal treffen, weil es sollte ja irgendwann auch eine internationale Meisterschaft geben, wo man als Team antreten kann. Und quasi erst bei dem besagten Treffen, die haben Nummern getauscht. So, Mando hat mir erzählt, so, ich habe da hier einen kennengelernt, der mit dem Pferd. Ich so, der mit dem Pferd, alles klar. Damals war für mich Jolly Jumper auf jeden Fall. Jolly Jumper ist das Pferd von Lucky Luke. Zeig's ihm, warum du so heißt. Naja, weil... Das ist so ein Sound, den ich damals schon toll fand und dann als einziger auch erstmal so auf die Bühne gebracht habe. Zwischendurch gab es die Hip-Hop World Challenge, die erste Weltmeisterschaft so. Und wir haben das Team Deutschland vertreten, also wir waren das einzige deutsche Team, das ist natürlich Hammer. Und leider muss man dazu sagen, dass dieser Vize-Weltmeisterplatz, der uns von der Jury versichert wurde, nicht anerkannt ist. Also wir haben jetzt weder im Pokal noch... Er wurde nicht gekürt. Es wurde uns nur von der Jury im Hintergrund gesagt, so wie es war sehr schade. Also hinter der Bühne, die Jury, ja, ey, Hammer, und es war so knapp. Also Australien ist dann Erster geworden, Weltmeister, sowohl im Einzel als auch im Team, was wir dieses Jahr gerne auch schaffen wollen. Seit 1,5 Jahren ist eigentlich so, jede Woche mal was los. Ich glaube 2005 haben wir ausgerechnet, so irgendwie so, hatten wir 83 Auftritte. Also wir waren mindestens 83 Mal besoffen letztes Jahr. Was hat Hip-Hop mit Beatbox zu tun? Also man sagt ja, das ist das 5. Element des Hip-Hops, was ich überhaupt nicht sehe. Ich finde, das ist das allererste Element, weil es technisch sehr versiert, schwierig und man sehr viele Zungen, Finger und andere Fertigkeiten benötigt, wie Rhythmusgefühl, Musikalität und etc. Und mit Beatbox kann man ja nicht nur Hip-Hop machen, sondern alle Musikgenre bedienen, so wie Drum Bass, Techno, Reggae, Ragga und Dancehall. Darüber hinaus kann man mit Beatbox natürlich auch diverse Spezialeffekte, Special Effekte im Englischen darbieten. Das heißt Pferde, Explosionen, Helikopter, also Geräusche nachahmen. Also der Beruf, den es schon seit Stummfilmzeiten gibt, irgendwie des Geräuschemachers, ist mittlerweile
umbenannt worden in Beatbox. Also mit For Example arbeiten wir mal Sets aus, ungefähr 4 bis 5, 6 Minuten irgendwie so, weil der Ursprung ist erstmal davon irgendwie, dass bei Battles irgendwie so 4-minütige Sets gefragt sind, bei Team-Battles. Dann sitzen wir meistens bei Mando oder bei mir irgendwie und fangen an und hören uns Songs an, die wir erstmal covern wollen oder machen Bastard-Pop, das heißt wir nehmen den Beat von einem einen und die Vocals von einem anderen, zum Beispiel Song und mischen das miteinander. Ja genau, und so entstehen die Sets halt so. Dann sitzen wir da und machen und tun irgendwie so und zwischendurch machen wir ein bisschen Freestyle-Beatbox, das heißt ohne Vorgaben macht jeder mal irgendwas irgendwie so. Dann sagen wir, ey, der Sound war cool, das war geil, cooles Pattern. Also ein Pattern ist so eine Aneinanderreihung von Takten irgendwie so. Die können variieren, die Länge von dieser Pattern irgendwie so, die kann variieren. Und in denen loopt sich das halt dann immer irgendwie. Und so entstehen dann Sets. Ja, und mittlerweile sind wir auch dann so weit, dass wir wirklich weg von diesen 4 Minuten in 10 Minuten Sets so gehen, dass wir dann ein bisschen länger machen irgendwie so, weil es wird manchmal echt anstrengend. Bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel 2005 hatten wir ein 4-minütiges Set, was ich glaube 14 Songs beinhaltete, die es gibt. Ja, und man kann sich vorstellen, irgendwie, dass in 4 Minuten 14 Songs anspielen mit Scratches noch dazwischen und Einzelparts. Das versteht man irgendwann gar nicht mehr als Zuhörer. Ja. Wir verstehen es natürlich, weil wir es machen irgendwie so. Und du hörst jeder Klack für dich ist tierisch lang, aber der Zuschauer hört nur nächstes Lied und fängt an zu klatschen, weil er einen Song erkennt. Nächsten ist schon der dritte Song danach irgendwie so losgegangen. Ja. Bisschen cooler werden wir langsam und machen längere Sets und schreiben uns die natürlich auf. Ich kick ein Beat, du rappst wie immer? Wie wir das immer machen. Können wir, ja? Können wir. Welches Tempo? Ja, so 95, 98. Okay. Spaß beiseite. Yeah. Okay. Ja, wir sitzen hier und wir schwitzen hier grad, sitzen im Park, alles klar, sind keine Pfützen am Start, denn es hat in den letzten Tagen nicht geregnet in Berlin. Scheiß drauf, Powered MC in der Gegend als ein MC, der Berlinatz, I said, turn it up. Ja, du weißt genau, ja, das ist hier die Mörderstadt und wir lieben es, sitzen hier, Beatbox und Rap-Shit, alles klar, Powered MC, ja, das ist meine Taktik und ich mach's heute nicht für Rap-Skit, keine Ahnung, Powered MC und ganz ohne Hektik, ganz locker und auf dem Boden geblieben. Was ist los, Powered MC? Ja, Mann, es gibt nur so viele doofe MCs, aber hier kommen die besten Berlins. Ja, was ist los, Powered MC? Du kannst es testen auf Beats von Wet Lips, For Example, Berlinatz, Zirkus Mandolini. Schaust dir an, Frauen im Bikini tanzen zu uns und werfen die Schlüpper auf die Bühne. Alles klar, Powered MC, nämlich den Flipper, denn ich sprüh vor Energie wie dieser scheiß Delfin damals im Fernsehen. Alles klar, die Leute können uns hören, sie können uns gern sehen, sie können alles machen, was sie wollen mit uns. Alles klar, Powered MC, ja Mann, die tolle Kunst, mit dem Mund was zu machen. Alles klar, das sind die gesündesten Sachen, die man tun kann. Jetzt bin ich weg vom Set, hab grad den Faden verloren, noch scheiß drauf, ab ins Bett, denn morgen geht es wieder früh raus zur Arbeit nach Neukölln. Was ist los, Powered MC? Ja, beim Beatboxen irgendwie. Also ich bin von Natur aus auf jeden Fall ein Mensch, der glaube ich dazu geschaffen wurde, irgendwie so andere Leute zum Lachen zu bringen. Das hört sich komisch an, ist aber wirklich so irgendwie. Ich finde es am geilsten eigentlich so wirklich, wenn andere Leute mich angucken, lachen und sagen, ach, der Typ ist cool, der ist mir sympathisch irgendwie so. Und das Gleiche projiziert sich eigentlich auch auf eine Show, die man auf der Bühne dann macht irgendwie so. Wenn man auf der Bühne ankommt irgendwie so, man macht eine Beatbox-Show, lässt es mal lockeren Spruch an, hey Mädels, hey Jungs irgendwie so, dann schreit ein Junge, dann sagst du, ja Mädel, komm gleich. So in die Richtung, ja, ein bisschen Slapstick gehört auch dazu. Und die Leute lachen, und wenn du merkst, dass du die in der Hand hast irgendwie so und dann loslegst und eine Show machst und die feiern und jubeln irgendwie so, das ist wie so ein Bad aus 1000 Goldpulverstückchen irgendwie so, wo du dich dann reinlegst und sagst so, das ist geil und ich genieße dann einfach so und lass es fließen, ja.
Yo kids, what's up? Nach dem Schlagzeug üben, da halt übe ich mit dem Mund, was ich als nächstes üben will. Das ist cool. Wie hört sich das an? Naja, so. Bum, butsch, bum, bum, stumm, bum, butsch, bum, 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 butsch, bum. Hammer. Bum, 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 bum. Mal Techno. Bum, 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 bum. Ja, das macht ihr wunderbar. Und nun gibt's lecker Kakao, okay? What up? Mein Name ist Below aus Berlin, Germany und ich bin der Gründer und Erfinder von Beatbox Battle und habe halt mir echt in den letzten Jahren den Arsch aufgerissen, dass die Human Beatboxer international und besonders auch in Deutschland eine Plattform haben, um auf der Bühne einen fairen Wettkampf zu haben. Ursprünglich war ich als Moderator auf DJ Battles am Start, wo ich halt mit meiner Stoppuhr halt die ganzen DJs halt 90 Sekunden halt immer begleitet habe. Und da gab es manchmal Situationen, wo es irgendwie technische Fehler gab, wo es irgendwie die Tontechniker irgendwie ein paar Kabel umstecken mussten. Und diesbezüglich habe ich als Moderator dann mein Mikro genommen, einfach dem Publikum ein bisschen ein paar Beats gemacht und habe die so ein bisschen entertained und unterhalten, so, um die Überbrückungsphase so umzugehen. Und da habe ich halt gemerkt, ey, das Beatbox-Element, passt ja richtig gut rein. Die Leute mögen das und so, das wird angenommen und so, unabhängig vom DJ-Battle. Und dachte ich mir, Mensch, jetzt gründen wir eine eigene Meisterschaft. Jetzt machen wir eine Beatbox-Battle-Meisterschaft und haben halt ganz locker im Jahre 2001 da mit den Planungen begonnen. Da noch mit unserem Bruder, Maxim Rest in Peace, der leider nicht mehr auf unserem Planeten ist. Alles noch durchgedacht und alles noch geplant und gecheckt, wie man in der Zukunft das machen kann. Und dann war es halt soweit, dass wir dann halt am 19. September 2002 im Prenzlauer Berg, im Berliner Icon, die erste deutsche Meisterschaft gemacht haben. Als die erste deutsche Beatbox-Meisterschaft im Jahre 2002 von der Bühne gelaufen ist und Zero der erste Champion war, haben wir natürlich erstmal ein bisschen Alarm gemacht und Presseschreiben und so in die Welt geschickt und so, damit die Leute von unserem Vorhaben mehr wussten. Auf einmal haben wir ein riesiges Feedback bekommen. Es ging dann gleich los, wir wurden eingeladen ein Jahr später zur österreichischen Beatbox-Meisterschaft. Zero und ich sind dann in die Schweiz gefahren. Dann ging es los in Polen, in Tschechien, in Finnland, in England. Beatbox Battle lief in den fernen Ländern. Ich bin überall hingefahren, habe überall teilweise mich in die Jury gesetzt, weil ich kann ja nicht auf Finnisch oder auf irgendwelchen Landessprachen Moderator sein. Das hat natürlich keinen Sinn. Da haben die zwei Meister, ich bin der Meistermacher. Grüß dich, Meistermacher. Hast du 10 Minuten noch Zeit? Ja, klar. Super, super. Hi, Volker. Hi. Wie geht's dir? Die Verträge, das kannst du mal kurz durchlesen, steht nichts Besonderes drin. Einer ist für dich, einer ist für mich. Die beiden Herren dürfen nicht sehen, was da drauf steht. Das ist absolut Geheimhaltung. Scheiße, ich mach Business und hab noch keine Kohle. Das ist voll assi, Alter. Volker, das kotzt mich voll an, Alter. Glaub mir, wirklich. Wie ich es eben schon erwähnt habe, war ich in den letzten Jahren sehr oft als Moderator, als Host auf sämtlichen Bühnen quer durch Europa tätig. Here we go. Und da habe ich halt ganz besonders DJ-Meisterschaften von ITF, aber auch von DMC. Ich war bei Breakdance-Meisterschaften und auch bei Rap-Battles als Moderator am Start. Und hab gesehen, wenn die beim Rap-Battle, ich ficke deine Mutter, dein Vater, und dann am Ende haben sie sich geschlagen und dann haben sich die gegen die gekloppt und dann Flasche auf den Kopf und richtig krass Polizei, Licht an. Alle mussten den Club verlassen und so, die Party war gesprengt und auf sowas habe ich keinen Bock gehabt. Es geht um das Element, um die Fairness. Dass wir halt auf der Bühne halt den Leuten im Publikum zeigen, dass wir Skills haben, dass wir was können, was andere Leute nicht können und darin aber, ohne auf die Angeberschiene zu gehen, uns im fairen Wettkampf gegenüber zu battlen. Das heißt sozusagen, dass ich halt immer den Leuten auch das Gefühl gegeben habe, hey, dabei sein ist alles, kommt her, lernt euch kennen. Es geht gar nicht darum, der ist jetzt mein Feind und so und so. Na klar, wenn die auf der Bühne stehen, face to face,
Auch ein bisschen eine Mimik so, die gucken sich böse an und machen Pantomime-Sachen, erschießen sich, schlagen sich und so, ohne natürlichen Körperkontakt. Es läuft alles hier natürlich komplett gewaltfrei ab. Aber wenn die Jungs und Mädels von der Bühne wieder runtergehen, im Backstage, machen die Shake Hands, hauen sich die Schultern an, tauschen die Telefonnummern, tauschen die E-Mail-Adressen und machen sogar Connections. Das beste Beispiel, was ich dazu sagen kann, ist auf jeden Fall hier in Berlin die 4Example Crew. Die haben sich ganz easy auf dem Beatbox-Battle kennengelernt und haben halt gemerkt, da hat die Chemie gestimmt. Und später sind die eine Crew geworden, die jetzt richtig ein einstudiertes Team haben, die Tonträger veröffentlichen. Ja, ich bin Zero, zweifacher deutscher Beatbox-Meister. Das Interessante daran, dass ich nicht nur der Zweifach bin, sondern eigentlich der allererste war, den es gab. Und es wird auch für immer so bleiben, das ist das Schöne daran. Ja, wir waren so 13, 14 und ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber wir haben uns eben damals noch was zusammen zu rauchen besorgt. Das hat uns zusammengeführt. Ich hatte da ein Computerspiel, was er ganz toll fand. Er hatte die Connection zu allem anderen und da haben wir uns eben abends getroffen und gespielt, geraucht, waren ziemlich high und er hat mich gefragt, ob ich Musik hören will. Und ich dachte, habe damit gerechnet, dass er irgendwie den Ghetto Blaster, den er da stehen hatte, gleich anmacht. Aber ich meinte, ja klar, hab weitergezockt. Und er hat auf einmal angefangen, neben mir diese Sound zu machen. Und da habe ich erstmal aufgehört zu spielen, habe ihn mir angeguckt und dachte, wow, was ist das? Also ich kannte es bis dahin nicht. Ich kannte es wirklich überhaupt nicht. Und er hat dann losgelegt. Für damalige Zeiten hat er schon echt was drauf gehabt. So. Hat irgendeinen Breakdance-Beat gemacht und ich habe mir das so 5 Minuten, 10 Minuten angehört und danach habe ich gedacht, okay, lass ihn weitermachen. Er hat da irgendwas seine Show gemacht, hat seine Beats gemacht und ich habe dabei eben weiter dieses Mortal Kombat Spiel noch gespielt und das war so mein wirklich erster Eindruck von Beatbox. Naja, da war ein Telefonchat, das ist eben sowas wie ein Chat, wo sich Leute treffen über Telefon und eben telefonieren und sich untereinander unterhalten können in irgendeinem Raum, wo mehrere Stimmen dann sind. Und da war ein Freund von mir drin und ich habe seine Stimme erkannt, er hat meine nicht erkannt. Und dann habe ich einfach angefangen mit irgendwelchen Roboterstimmen seinen Namen zu sagen oder eben Rahzel-Imitationen, sozusagen die Beats nachmachen. Und er dachte erst, das wäre die CD. Dann sagte er, hey cool, Rahzel, weil er hat die CD ja damals wegen mir geholt. Und auf einmal habe ich seinen Namen nicht eingebaut und dann hat er einen totalen Schock bekommen. Also wie, wer ist denn da? Wer bist du denn? Ja, und so fing das an. Dann meinte er, hey, du bist das, komm, wir treffen uns, ich will sehen, dass du das wirklich kannst. Ich glaub dir das nicht. Die dachten irgendwie mit dem Computer da rumgedreht am Telefon. Ja, und dann haben die gesagt, ey, das kannst du echt gut, mach weiter so. Und ich weiß nicht, so hat sich das entwickelt. Und irgendwann bin ich hier noch auf Bilo gestoßen, habe den noch getroffen. Und dann hat sowieso alles seinen Gang genommen. Dann hat er mich auf die Bühnen geholt und von dort an haben auf jeden Fall ein paar Leute mich kennengelernt, sage ich mal. It's automatic. I know you feel it. So, ey, jetzt reicht's aber mal hier hier. raus. Ilo, Alter, Mann, Maximum Respekt, Alter. Wenn ich an den Typen denke, kommt mir automatisch ein Grinsen ins Gesicht, ich weiß nicht. Bilo ist einfach die Urfigur des Beatboxens für mich, ja. In Deutschland vor allem. Die Urfigur des Battlens und so, der ist so geil, der Typ. Also ich liebe ihn wirklich. Er ist Moderator der Beatbox-Battles irgendwie so und mehr oder weniger Erfinder und Besitzer dieser ganzen Sache. Und mit anfänglichem Holpern irgendwie ist es jetzt nach Jahren irgendwie wirklich ein dickes europaweites Ding geworden. Irgendwie so weltweit kann man eigentlich auch sagen. Der hat Kontakt in der ganzen Welt. Jeder kennt Bilo. Du hörst Beatbox. Irgendwie jeder Beatboxer auf der Welt, wenn es wirklich jemand ist, der sich dafür interessiert, irgendwie kennt Bilo. Und deswegen sein Spruch: Maximum Respekt an Bilo. Robotic sound machines, 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 robotic sound machines, 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 robotic sound machines, 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 robotic sound machines. Die ganze Zeit angefangen für mich 83, 84. Aber mir hat es anders angefangen wie bei allen anderen, dass ich irgendwie so aus den Staaten irgendwie so was mitbekommen habe durch einen blöden Zufall, sondern hat eher damit zu tun gehabt, dass ich versucht habe, Imitation zu machen. Das heißt, ich habe Comedy-mäßig wollte ich mal früher machen und da habe ich halt viel experimentiert, halt um Tierstimmen nachzumachen und so weiter und so fort. Und da halt auch so eine Sachen wie James Brown Loops und so weiter und so fort, die halt live zu imitieren, halt so über ein Mikrofon, was auch super Anklang gefunden hat, so, wo ich dann halt überall rumgefahren bin wie ein Verrückter. Und dann irgendwann, so 84, 85, habe ich dann den ersten Menschen getroffen, der das mich erstmal aufgeklärt hat, dass es aus dem Hip-Hop kommt. Und zwar war das Maxim gewesen.
Ja, meine Posse war in Berlin, das ist am Wedding. Ich bin in Wedding geboren und bin groß geworden in Wedding. Und Max und seine Szene war so Kreuzberger, Schöneberger Gegend gewesen. Und der hat dann da sein Beatbox gemacht, ich in Wedding mein Beatbox gemacht. Und irgendwann sind wir dann zusammengetroffen und nach etlichen Reibereien, was man auch überall lesen kann zwischen Wedding und Kreuzberg, ist es ja so gewesen, dass wir uns teilweise heimlich zum Trainieren getroffen haben. Ja. Und wir haben uns kurz vor der Wende halt immer auf der Friedrichstraße getroffen, direkt auf dem Bahnhof, weil das halt eine neutrale, tote Zone war, wo halt die Polizei nicht kommen konnte und so weiter und so fort. Haben uns dann mit den BVG-Beamten richtig freundlich angefreundet halt so. Und die hatten halt immer links und rechts, wo sie dann ihren Schlüssel hatten, Dreikantschlüssel, haben sie mal umgedreht und dann mal so zurückbleiben bitte, wo sie halt ihre Ansage gemacht haben, war halt die linke Seite voll mit einem Mikrofon dementsprechend ausgestattet und eine Boxenreihe und rechts genau das gleiche Spiel. So. Jeder einen Dreikantschlüssel, könnt ihr euch denken, was passiert ist, aufgemacht so und Beatbox gemacht auf dem Bahnhof. Also ich bin hierher gekommen ins All und habe mich hier hingesetzt und habe so ein bisschen rumgelungert und habe dann halt gehört, oh Beatbox, was ist denn das? Und dann hatte ich mich schon so ein bisschen daran interessiert, aber habe mich immer nicht so getraut, weil die Jungs und alleine als Mädchen. Und dann hat Mesia so ein bisschen gepiekert und hat gesagt, ja, willst nicht mal mitmachen? Und ja, und dann habe ich mich immer noch nicht so richtig getraut. Dann habe ich irgendwann versucht und dann ging es immer weiter und immer ein bisschen mehr gelernt und ja. Und dann haben halt Mesia und die Jungs alle zusammen mir das so ein bisschen beigebracht. Oh shit. Ja, ich heiße Nevis, ich bin von der Relic Sound Machines, das ist meine Beatbox-Gruppe. Also das ist schon bestimmt 5 Jahre her oder so, damals war das nicht mein Ding, ich habe drüber gelacht, was ist das, was machen die da, ist ja total komisch und so. Aber irgendwie war ich dann bei einem Auftritt gewesen von Killer Keller, er ist auch sehr bekannt, er kommt aus der UK. Und ja, mit ihm habe ich halt ein bisschen gequatscht und nach seiner Show war ich so angespornt, dass ich halt gesagt habe, ey, ich will das auf jeden Fall lernen, ich will auch gute Sachen machen, dass die Leute drauf abgehen und so. Halt einfach nur Drums oder Melodies machen, was halt die Leute bewegt, was sie halt auch anregt. Und ja, dann hat sich das halt so ergeben, habe halt fleißig ein bisschen trainiert, so immer für mich alleine, habe dann 1 Jahr bis 2 Jahre später Mesa kennengelernt, damals noch mit Maxim. Hatte halt hier Beatbox-Workshops und noch woanders und dann hat sich das halt, ja, Maxim ist leider von uns gegangen, schon seit einigen Jahren. Ja, ist halt irgendwie dumm gelaufen und gab halt eine Konfrontation. Naja, also am besten ist, wenn du Mesa fragst, ganz ehrlich so, weil Mesa hat da noch richtig viel mehr Ahnung. Also was genau passiert ist, kann nur der beantworten, wer da vor Ort war so. Aber was so offiziell da ist, die offizielle Version ist, dass eine Frau einkaufen war und beim Einkaufen mit Kinderwagen, weil sie ein Kind hatte, so, sie halt nicht keinen Einkaufswagen benutzt hat, sondern halt ihren Kinderwagen halt, und hat dann halt auf den Kinderwagen gepackt so. Und Problem war gewesen, dass ein älterer Herr sich dadurch anstößig angenervt gefühlt hat oder wie auch immer man das nennen darf so. Und dann gleich zu den Kassierer gerannt ist und sagt, dass die Frau da stiehlt gerade, weil sie natürlich keinen Einkaufswagen nimmt, sondern hat irgendwie, keine Ahnung, warum er das da gesagt hat. Jedenfalls ist sie nicht mit einem Einkaufswagen drin und hat dann halt auf den Kinderwagen alles eingepackt so. Und der Herr hat sich dann mokiert und hat dann gesagt, dass sie stiehlt so. Und dann wollten sie zur Rede stellen und dann haben sie gesagt, nee, die kennen wir, weil sie ist ja fast täglich da einkaufen gewesen und so. Hat sie immer so gemacht und gab es auch nie Probleme und so.
Aber der alte Mann hat sich irgendwie nicht richtig beachtet gefühlt oder wie man das auch nennen mag so und halt dann richtig drin rumgewettert so. Und sie ist aber einkaufen gewesen, weil Maxim an dem Tag Geburtstag hatte. Und ist dann hoch und hat dann gesagt, so unvorstellbar, also hat sich nicht irgendwie beschwert oder so rumgemeckert oder jemand auffährt so. Ich stell dir vor, was mir gerade passiert ist, da denkt ja auch wirklich ein alter Mann, ich will da unten die Leute beklauen und so weiter und so fort so. Und der steht immer noch da, macht voll einen Affen und schreit und will Polizei rufen oder whatever so. Macht da immer noch richtig Heckmeck so. Ja, und er ist einfach nur runter, um das klarzustellen und ihm zu sagen, so, du, das ist nicht klar, wir gehen hier täglich einkaufen, wir sind ganz normal Familie und bitte belästigen Sie meine Frau nicht. So nach dem Motto, ja. So, und dann wurden ja nicht 2, 3 Wörter, nicht mal bis zum Ende dieses Satzes, den ich gerade genannt habe, ist gekommen. Er hat halt ein Messer ausgezogen und ihm das Ding so dermaßen in die Brust gerammt, dass er so unglücklich getroffen hat, ihn genau in die Herzkammer zu stecken halt so, ja. Und das war nicht mal irgendwie so ein Rambo-Messer, so ein langer Fleischerteil oder so, weil ein ganz kleiner People-Messer so halt so. Aber entweder hat er in seinen jungen Jahren, der ältere Herr, in seinen jungen Jahren irgendwie eine extrem gute Ausbildung gehabt bei der Army oder bei der MVA, je nachdem wo er gewesen ist so. Jedenfalls hat er so gezielt gestochen, dass er daran verstorben ist. Erstmal ein fettes Dankeschön an alle, die hier sind und die Mama heute nicht alleine hier gelassen haben. Wir haben erst im Nachhinein erfahren, dass sie jedes Jahr hier ist, um Maxim zu ehren, weil er ist hier gestorben. Und wie gesagt, wie andere erzählt haben, es ist nicht nur sein Todestag, es ist auch sein Geburtstag. Und deswegen, also am gleichen Tag, das ist doch etwas sehr Großes. Ja, wie kann das bloß passieren? Also das ist immer noch ein Schock für viele und das ist immer bei seinen Brüdern, es ist immer noch tief im Herzen und wir können ihn einfach nicht vergessen. Weil Maxim, kurz mal über Maxim, wer Maxim war. Ja, nee, Maxim hat überhaupt den Hip-Hop ins Rollen gebracht in Berlin. Er hat überhaupt den Hip-Hop überhaupt nicht zu den Leuten gebracht. Keiner wusste, was Hip-Hop ist. 1982 hat er überhaupt die ganzen Sachen von den Amerikanern rübergeholt, den ganzen Stuff. Und er hat es an die Jugendlichen, an die Leute, die daran interessiert waren, hat das weitergegeben. Damit sich die Jugendlichen nicht für Kriminalität oder sonst was interessieren, sondern für Tanzen. Weil Hip-Hop ist eine Kultur. Und diese Kultur hat Maxim versucht aufzuerhalten. Und wie gesagt, ja, es fällt mir sehr schwer, hier noch Wörter zu finden, weil das ist genau der Ort, wo er gestorben ist, wo man ihn kaltblütig ermordet hat, nach meiner Meinung. Und es wurde aber nicht so angesehen. Das ist auch nicht, wir verstehen das nicht. Und das ist für uns immer noch unglaublich. Und vergesst nicht, die Ideale von Maxim waren immer keine Gewalt und keine Intoleranz gegenüber anderen Rassen. Für Maxim war es egal, ob du Deutscher warst, Türke, Araber oder was auch immer. Er hat selber von Westdeutschland Gruppen zusammengeführt. Er hat selber hier Bezirke, die sich bekriegt haben, sei es nur um irgendwelche Malereien, sei es um irgendwelche Straßen oder Namen. Maxim hat denen allen gezeigt, dass es nicht das ist, dass das nicht die Kultur ist, was von Amerika rübergekommen ist. Maxim hat versucht, uns alle eins zu machen. Maxim lebt in uns allen weiter, in unseren Herzen. Danke an alle. Ich habe nun da gesessen und habe gesagt, okay, erster Gedanke war gewesen, ich höre auf mit die Scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Kann ja nicht sein, dass man jahrelang arbeitet und dann nach 10, 12 Jahren harten Training dann einfach einem gesagt wird, so, auf einmal so, ey, ihr seid nicht mehr zusammen, weil einer tot ist von euch spielen so. Und was ich da nicht alles hören durfte, das war echt krass gewesen. Und habe mich dann halt, flüchtig will ich nicht sagen, habe mich halt versucht abzulenken, indem ich halt mich so dermaßen in die Jugendarbeit gestürzt habe und dann halt hier im All zum Beispiel einen Workshop angeboten habe, um halt das Werk, was wir begonnen haben, nicht aufzugeben. Also wenn wir schon nicht mehr als Gruppe zusammen agieren konnten, dann wenigstens mit dem Nachwuchs, mit dem wir angefangen haben zu trainieren. So, das hat sich jetzt so dermaßen in die richtige Richtung entwickelt, dass wir jetzt so 10 Leute, Schüler hatten, die gesagt haben, so, ey, wir wollen richtig lernen, wir wollen in eine Gruppe sein und so weiter und so fort. Und dann kam auf einmal einer von den Jungs an und hat gesagt, so, Maxim ist nicht mehr da, ihr wart Overall Sound Machines, jetzt sind wir Overall Sound Machines, weil wir schließlich bei euch trainiert haben. Und das fand ich so geil, dass ich gesagt habe, alles klar, der Name gehört euch, können wir machen, so machen wir das. Das Coole an Maxim war wirklich irgendwie so, was mich so fasziniert hat, irgendwie so,
dass er wirklich der erste mit Mesa, denke ich mal, auch zusammen war, aber er auch wirklich alleine war, irgendwie der in Jugendclubs gegangen ist, irgendwie so Kids von der Straße irgendwie so geholt hat, gesagt, ey komm, tanzt mal, irgendwie Breakdance, irgendwie so macht mal was, irgendwie so legt auf, squetscht, hat ihnen das gezeigt, irgendwie so die fasziniert dafür, gesagt, ey Mann, sowas kann man machen, irgendwie so, man muss nicht mal einen Affen machen und dummer Arsch, sagen, das ist nicht cool. Cool ist, krass Beatbox zu machen, krass zu tanzen, krass aufzulegen oder so und somit die Leute für sich zu gewinnen, das ist geil. Und das hat er auch gemacht irgendwie so. Und wie gesagt, da ziehe ich echt enorm den Hut vor ihm irgendwie so. Ja. Er hat die Leute, die Kinder irgendwie so, es gibt verdammt viele Leute irgendwie so, die nicht wissen, wohin mit sich, weißt du, die Eltern machen ihr Ding so, die Kinder gammeln auf der Straße rum, ja, kaufen sich Gasknarren und fühlen sich toll, wenn sie dann irgendwie so Zigarettenverkäufe abziehen und das ist sowas von Scheiße irgendwie so und dagegen hat er gearbeitet irgendwie so und das sollten sich echt viele mal irgendwie vornehmen, irgendwie so, das was weiterzumachen so. Und wir versuchen es natürlich auch an jeder Ecke zu machen. Love, Peace und Beatbox. Und ich habe halt gesehen, dass Maxim halt und auch die Oldschool-Legende Sugarbox mit dem Beatbox-Element halt sehr viele Shows gemacht hat und damit die Leute entzückt hat. Und das hat mich als kleiner Junge schon richtig krass inspiriert. Und ich war halt immer dann mit Maxim auch unterwegs und er war so wie mein großer Bruder und hat mich halt an die ganzen Sachen näher gebracht. Sowohl im Graffiti und im Beatbox, aber das Wichtigste war eigentlich, er war ein guter Freund, unabhängig von der ganzen Hip-Hop-Sache. Und leider mit dem tragischen Tod, wo er ermordet wurde, unglücklicherweise genau an seinem 33. Geburtstag, ist unser ganzer Traum zerplatzt. Weil wir wussten ganz genau, mit dem Potenzial, was Maxim hatte, er hätte noch richtig weit und viel gerissen auf diesem Planeten. Aber wir werden unsere Wurzeln, unsere Roots, die wir zusammen mit ihm uns ausgedacht haben, mit DJ Mazia, weiterführen und den ganzen Respekt, den wir ihnen immer gegeben haben, noch in der Zukunft weitergeben. Und wir wissen ganz genau, Maxim guckt uns von oben fest zu und er weiß, dass wir es richtig machen und dass wir keinen Sellout mit der Beatbox-Community machen, sondern es wahrnehmen und richtig für die Leute da sind. Nee, Frauen und Beatbox. Ja, gibt nicht viele im Beatbox. Und sicher hat es auch damit zu tun, dass viele Frauen vielleicht das Gefühl haben, dass sie das nicht könnten, weil es auch teilweise eben sehr basslastig ist. Und sonst glaube ich aber mehr, dass vielleicht eine gewisse, wie soll ich sagen, Hemmung da ist oder vielleicht eine gewisse Angst, das anzufangen und sich da in diese Welt hineinzuwagen. Und man muss sich ja dann auch beweisen. Ready? Check it out. Step fly, chef. Listen, everybody. Das Reizvolle an Beatboxen ist, dass du nichts brauchst, außer dich selber und einer guten Verfassung. Du kannst das, was du in deinem Kopf hast, gleich übertragen, übersetzen in Musik. Du kannst es immer und überall machen. Du kannst dich selber und andere unterhalten. Vorbei die Zeit mit Downjacken und Co. Frauen wieder auspacken, let's go. Winterspeck und Pausbacken, oh no. In der Sonne aufwachen, let's go. Einfach mal blau machen, ja, ja. Und die Sau rauslassen im Park. Mit nem Trägerpilz und nem Gramm Gras. Warum? Verdammt Spaß. Alles begann mit einer Stunde weniger Schlaf. Dann war der Winterschnee von gestern und die Szene im Park. Grill, Kohle, Fleisch und Träger am Start. Jeder ist da, dreht am Rad, denn das Thermometer macht's klar, 30 Grad. Zeit für Open Airs, Partygäste, Straßenfeste, Strandbars und Tropenflair, oh yeah. Alle gaffen auf die Waffen der Girls. Es ist Sommer, meine Stadt zeigt ihre Schokoladenseite und die Straßen scheinen wie leer gefegt in der Park- und Badezeit. Das ist unsere Jahreszeit, Unterkunft das Sternzelt. Berlin wird zur fernen Welt, jeder merkt, dass Geld nicht alles ist, was unser eins zufrieden stimmt, der Stress schon zu verfliegen, wenn das Klima uns die Liebe bringt. Berlin ist King, die Hitze knallt, hätte es auf die Spitze treiben. Einfach raus, auf Flix noch eins. Yeah. Ach ja, Hip-Hop. Ich finde Hip-Hop ist cool auf jeden Fall. Und ja, ich finde diesen ganzen Lifestyle ums Hip-Hop herum und cool, aber auch manchmal tierisch anstrengend und
infantil. Also es ist echt ätzend, war teilweise so zu sehen, ist gerade auf Rap City Berlin 1, 2. Boah, Nicht alle, aber viele auf jeden Fall. Ja, Man kann da aber auf jeden Fall die sehen. meisten, also außer ich eigentlich alle. Ja. Hip-Hop ist nur ein Wort. Die brauchten damals irgendein Wort, um das der breiten Masse zugänglich zu machen. Also ich kannte früher das Wort Hip-Hop gar nicht. Für mich war das 1983 Breakdance, der Tanz, B-Boying. Und das war Breakdance-Musik, also eigentlich waren es Breakbeats. Und der MC hat damals drauf gerappt. Aber es ist ja nicht so wie klassischer Rap heute, 50 Cent, die so R&B mit Rap-Passagen. Früher war es ja so, dass der DJ das Element war. Der DJ war der King auf der Bühne und der MC war nur, der den DJ begleitet hat. Yo Leute, das ist mein DJ. Yo, wollt ihr mal was von meinem DJ hören? Hört mal die Ohren zu und hört genau hin. Ich mache jetzt Schrott und rap jetzt nicht, damit will ich nur das einfach symbolisch machen. Eigentlich, früher war gar kein richtiger Rapper. Natürlich bei den Grandmaster Flash und so, The Message, The Furious Five und so, die haben natürlich gerappt. Das ist ein Stilmittel und das ist auch ein richtiger Stil natürlich. Aber trotzdem haben wir damals nie gesagt, das ist Hip-Hop-Musik. Für mich war das Rap-Musik, ganz easy, das ist Breakdance und wir alle orientieren uns an Breakbeats. Was steckt dahinter so? Und die Antwort ist einfach nur ein super geiles Lebensgefühl. Das macht einen auch lebenswert, weil man eine Community hat, sobald man nicht irgendwie so in den MC-Bereich hier mit dem ganzen Fäkal-Rap ausweicht. So. Das ist einfach eine Kultur, wo man sich weltweit verständigt. Ja, wie die Heavies halt so. Was ist Rock? Weißt du? Rock ist lange Haare, keine Ahnung, tätowieren lassen, Harley fahren. Das ist Lebensgefühl einfach so. Weißt du? Und genauso ist es beim Hip-Hop so. Das ist ein Lebensgefühl halt so. Ja, wo die ganze Welt sagt, im Hip-Hop ja, das sind die und die Spezifikationen, die es da gibt. So. Und da versucht jeder halt das Tollste daraus zu machen. So. Ja, das ist eine Kultur und ein Lebensgefühl, um das ganz kurz zu machen. Und gerade wie damals, wenn man daran denkt, wie Hip-Hop entstanden ist, wirklich so diese Chillen um der Tonne rum, wir zusammen, weißt du, gegen die Welt, boah, Revolution. Ist halt gar nicht mehr so. Jeder Hip-Hopper ist der größte, coolste, irgendwie so, hat die dicksten Eier und will alleine geil sein und sagt, alle anderen sind homosexuell oder Prostituierte, ja, um das mal mit harmlosen Worten auszudrücken. Alle sind scheiße, außer der selber, und da frage ich mich wirklich, ja, wer soll denn diese Sachen kaufen? Djibouti hat eine super Zeile, königlich ist der, vor dem das Volk sich verneigt und nicht, wo man sich selbst die Krone aufsetzt, um das mal ganz deutlich zu sagen. So. Das heißt, die ganzen Poser im Rap-Bereich zum Beispiel, die setzen sich alle selber die Krone auf, ja, und sagen dann, yeah, ich bin der Beste, ich bin der Schärfste, weil das und das. Für mich habt ihr Rap nicht verstanden, Mann. Für mich ist Rap Community und Zusammenhalt und nicht, ich bin der Schärfste, sondern wenn 10 Leute zu dir sagen, du bist der Schärfste, ist das cool. Aber nicht, weil du den Angst eingeflößt hast, weil du vorher zehnmal gepredigt hast, ich bin der Schärfste, sondern weil die von alleine auf dich zukommen und irgendein Album gehört haben und sagen so, ey, das ist richtig geil. Das ist Rap. Rap ist nicht dicke Eier, Rap ist nicht Verbalsprache, Rap ist Sinn und Verstand. Oh shit! Wunderschönen, super guten Abend. Heute Abend hier in der Kaltscheune zur 5. Deutschen Beatbox-Meisterschaft. Bevor wir loslegen, will ich Aber wollte ich noch sagen, ihr wart übrigens super letzte Woche. Danke. Ihr wart so schnell weg. Ja, ich war auch so alle danach. Also, ist ja sehr körperlich, ist ja die Arbeit. Ist ja schon mal als Dachdecken oder whatever. Aber heute bist du alleine. Ja, klar. Aber einer aus meiner Band hat sich auch qualifiziert. Der macht auch Einzelnet, ja. Der Kleine? Nee, der andere Große. Der Schmale, ja. Der hier von mit Zirkus weißem T-Shirt. Manolini oder was? Ah ja, genau. Sehr bad, ja. Genau. Wet Lips oder Grill. Tretet ihr auch gegeneinander danach? Eventuell, schon zweimal vorgekommen. Das ist dann blöd, aber je nachdem, wie sich das halt so ergibt. Also entweder man trifft sich relativ früh aufeinander oder später. In München sind wir zum Beispiel erst im Finale aufeinander getroffen, das war super. Also ich bin dann Erster geworden, erst Zweiter geworden, aber es war so ein geiles Spaß-Battle, weil wir wussten, ey, wir haben die ersten beiden Plätze, wir sind im Finale beide, so, das war voll geil. Also, wir werden heute hier richtig die Hütte rocken. Wir sind zu unserem 5-jährigen Geburtstag der 5. Deutschen Beatbox-Meisterschaft wieder in Berlin angekommen. Wir haben eine Deutschland-Tour am Start gehabt mit 5 Vorentscheidungen, wo sich jeweils die besten 4 Beatboxer für den heutigen Abend qualifiziert haben. Wir werden heute hier die besten Nachwuchstalente im Human Beatbox aus der gesamten Bundesrepublik auf unserer Bühne repräsentieren. Die werden hier mit ihrem Mikrofon für euch richtig die Mics rocken und die werden eine Sache machen. Die werden mit euch zusammen eine gemeinsame, schöne Party haben, weil wir zusammen heute
ein gemeinsames Fest machen. Wir sind nicht wie die ganzen Hater, die sich alle hier, dein Vater, deine Mutter, Wir sind eine Community, zusammen einen Abend, mit euch zusammen. Was ist los, Leute? Beatbox Battle Style. Alright. Macht euch bereit für Wet Lips. Die 2 Minuten der Elimination Round. Die Zeit läuft, go! Das war Wet Lips mit dem wiehernden Pferd on the mic. Wir werden mit dem Battle in etwa 10 Minuten hier weitermachen. Und ich möchte, die 4 Beatboxer sollen sich schon mal bereit machen, weil jetzt geht es gleich wirklich ums Ganze. Mando! Also der erste Battle gleich. Mando battelt gegen Darkmans. Ja, war gut auf jeden Fall, bloß nicht für mich. Ja. Ich habe auf jeden Fall nicht mit Erfolg, sondern mit Spaß mitgemacht. So. Juryentscheid ist Juryentscheid, die Jury ist aber auch, besteht auch nur aus Menschen irgendwie. Und ja, bin halt nicht durchgekommen nach der ersten Runde, aber im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, Mr. Ich hab eine Band, die ist Volksampel, die sind Deutsche Meister und vielleicht bin ich nur besser funktioniert oder funktioniere ich nur besser als ein Drittel einer ganzen Sache. Mando ist vielleicht im Finale jetzt, wird sich gleich rausstellen, ja. Das ist die Frage halt, ne? Also er hat auf jeden Fall jetzt den ersten eigentlich wirklich Gegner gehabt, so, wo man sagen könnte, oh, aber ich bin natürlich der Meinung, dass er auf jeden Fall im Finale ist. Aber es wird sich zeigen halt. Ne? Die Jury entscheidet und die Jury besteht auch noch aus Menschen. Und es können wirklich nur 2 Leute ins Finale kommen. Und ich sehe hier die Fahnen. Was habt ihr für Fahnen da? Ihr seid alles Fans? Mando. Ja, Mando ist wirklich wieder im Finale. Hat es echt wieder geschafft. Mando battelt gegen Robeat im Finale der 5. deutschen Beatbox-Meisterschaft. Also Berlin. Es war sehr viel Action heute hier. Wir haben alle auf diesen Moment gewartet. Let's get ready to rumble. We're ready for the final of the 5th German Beatbox Championship. Robeat, die Zeit läuft ab jetzt. Go!
You will die. Woo! Du magst Trompete spielen, ich auch. Du magst Gitarre spielen, ich auch. Du magst Autofahren? Sieht vielleicht so aus. Nimm doch lieber die U-Bahn. Okay, zieh dir das rein. Ich habe neue Schuhe, die machen geile Sounds. Jetzt rückwärts. Yo! Go! Zero, komm bitte zu mir. Zero überreicht das goldene Mikrofon. Wie gesagt, Zero hat schon 2 goldene Mikrofone, hat schon 2-mal die deutsche Beatbox-Meisterschaft gewonnen und heute wird er das Mikrofon an den neuen Champion überreichen. Mando ist auch da, er ist auch da. Okay, beide Finalisten sind dann auf der Bühne. Wir machen es kurz und schmerzlos. Robeat, herzlichen Glückwunsch für den 2. Platz für das deutscher Vizemeister. Herzlichen Glückwunsch. 2. Platz, herzlichen Glückwunsch, Mann. Alles Gute. Robeat, du hast die beste Show, nimmst du mit nach Stuttgart. Mit der Meisterschaft wurde es nichts. Musst du mit dem VfB irgendwie regeln. Vielleicht geben sie eine Ehrenurkunde. Von uns hast du eine Ehrenurkunde bekommen. Aber es ist leider so, wenn es so mit Hertha BSC wäre, wäre es auch wunderschön. Aber der alte und der neue Beatbox-Meister, der Titel bleibt in Berlin.
Maximum Respekt für Mando von der Full Sample Crew. Ich möchte meiner Familie danken als allererstes, die immer hinter mir stand. Als ich in der Dusche stand, Geräusche gemacht habe, da hieß es nicht so, was machst du da? Da hieß es so, okay, ist interessant. Wenn es dir Spaß macht, dann mach weiter. Seit 8 Jahren mache ich das. Das ist mein Lebensinhalt, das Schönste. Meine Freunde, meine Freunde, alle sind heute hier, alle sind dabei. Ich will euch danken. Ich will euch danken, dass ihr hier seid. Mein Mitbewohner, meiner Band, einfach allen, die hier sind. Das ist der Hammer. Und ich will natürlich auch sagen, Robeat, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, das größte Talent, was heute hier, oder das jüngste größte Talent, also was der gemacht hat, gebt mal einen Applaus für Robeat. Ich mache jetzt noch ein bisschen Beatbox und dann werde ich mich hart besaufen. Ich hoffe, du steigst mit ein, machen ein bisschen Session. Alright, Sir. Ich will auch mitmachen. Okay, macht alle mit. Mazier. Ich will auch mitmachen. Erst das Goldene, das ist Ritual. Einspucken. Einspucken. Oh mein Gott. Say hey ho, say hey ho, say beatbox, say Mando, say Roby, say Bilo, say Messiah. Volker! Danke, danke! Das war der Hammer, das war krass. Es war hart erkämpft. Ich bin sowas von alle. Ich will mich eigentlich nur noch besaufen, trinken mit meiner Band, meiner Freundin, meinen Freunden feiern. Ich muss krass pinkeln, aber ich nehme mir gerne die Zeit für euch und stelle euch noch ein paar Fragen. Wie geht's euch? Es sind bei mir sehr viele Sachen entstanden, sehr viele Aufträge, sehr viele Projekte und so, in denen ich mich sehr stark weiterentwickeln konnte, glücklicherweise. Was auch demzufolge hatte, dass ich diese Meisterschaft hier ein zweites Mal glücklich gewinnen konnte. Ganz wichtig, klar, ist für mich das Thema Weiterentwicklung. Also man muss immer auf einem sehr guten Niveau sein, man muss immer auf dem höchsten Niveau sein, wenn man da oben mitspielen will auf der Liga. Und ich probiere das stets. Ich habe aufgehört zu rauchen, ich bin joggen gegangen morgens, ich bin schwimmen gegangen, ich habe mich fitnessmäßig versucht irgendwie fit zu halten, weil es ja auch eine sehr körperliche Anstrengung und wenn man irgendwie, sag ich mal, jetzt raucht oder sich sportlich nicht betätigt, dann sieht es so aus, dass man nach der ersten Runde wie beim Boxen K.O. ist. Man hält die Arme nicht mehr oben, man kann nichts mehr machen, der Bauch, man braucht super Bauchmuskeln. Ich habe sie nicht, aber man braucht einfach eine gute Fitness und ich habe einfach versucht, meine Fitness auf einem hohen Level zu bekommen, damit ich, falls es soweit kommt, wie wir heute gesehen haben, auch alle Runden durchstehen kann und jetzt immer noch stehen kann mit euch und darüber debattieren kann. Also ich habe einen großen Zettel oder mehrere große Zettel, da steht, wenn man so will, mein komplettes Repertoire drauf. Da steht alles drauf, was ich kann. Das ist meine Beatbox-Kunst. Und nun ist es natürlich so, dass man bei so einem Battle ist die Höchststrafe eigentlich, sich zu wiederholen. Das heißt, wenn du jetzt 3-mal denselben Beat gemacht hast, dann sagt die Jury sich irgendwann, ey, wenn der andere auch noch schlechter ist, aber du dich trotzdem als Gegner die ganze Zeit wiederholst, dann kommt der Schlechtere weiter. Auch wenn er neue Sachen probiert, weil er den Mut hat, neue Sachen auszuprobieren. Deswegen habe ich mir gesagt, ich schreibe alles auf, was ich kann. Die neuen Sachen, die alten Sachen, die Bewegungen, die Tricks, alles, was ich habe.
und nach jedem Battle streiche ich einfach die durch, die ich gemacht habe und dann bleiben ja wieder welche übrig. Und als letztes hatte ich dann noch die 5, 6 übrig, die ich nicht benutzt habe. Und die habe ich alle wunderbar einsetzen können. Es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Mein Gegner hat auch, ich muss ehrlich sagen, wunderbar mitgespielt. Also der hat mir ja wirklich das Tor ohne Torwart hingestellt. Ich musste den Ball nur mit der Hacke noch reinkriegen. Und, wobei ich auch sagen muss, dass Roby, der Zweiter geworden ist und die beste Show gewonnen hat, natürlich ein extrem großes, junges Talent ist, was in der Zukunft noch sehr viel Schabernack antreiben wird und für das deutsche Beatboxen sehr, sehr wichtig sein wird. Bin ich mir ganz fest überzeugt. Meine Zukunft? Ich werde, glaube ich, versuchen, noch ein drittes Mal den Titel zu holen. Wenn mir das gelingt, holla die Hitti. Wenn mir das nicht gelingt, holla die Hotti. So oder so, ich werde noch einmal dran teilnehmen und werde probieren, den Triple zu holen, weil ich dann auch der einzige Beatboxer in Deutschland wäre, der es jemals geschafft hatte, 3-mal hintereinander die Meisterschaft zu gewinnen. Und dann würde ich mich zur Ruhe setzen, was die Meisterschaften angeht. Klar, ich habe ja noch meine Band, wir sind auf Tour, wir fliegen jetzt bald nach New York, wir haben schöne Sachen, aber das Beatboxen wird, glaube ich, immer ein Bestandteil meines Lebens sein. Aber so diese Battle-Schiene, die ja, wie ihr seht, eine sehr junge Schiene ist, also sehr viele junge Teilnehmer sind, wird mir wahrscheinlich nächstes Jahr dann zu viel sein. Also ich werde es noch einmal probieren, einmal angreifen. Werde ich noch härter trainieren, noch mehr Sport treiben, noch mehr Sounds entwickeln, noch größere Zettel und noch größere Sachen. Und wenn das alles klappt, dann schaffe ich es vielleicht ein drittes Mal. Wenn es nicht klappt, ist auch okay, dann habe ich es probiert. Aber ich habe jetzt schon 2-mal geschafft, so wie Zero vor mir. Ihm auch einen großen Respekt, dass er es auch 2-mal geschafft hat. Also ich habe heute erstmal gemerkt, wie schwierig sowas ist, seinen Titel zu verteidigen. Also meine Fresse, also ich habe es mir... Nein, ich habe es mir nicht einfacher vorgestellt, aber ich hätte mir gewünscht, dass es einfacher wäre. Sehr geil! Danke schön! Erst war Bilo da, dann kam Mesia und so, dann kam For Example und stahl ihnen die Show. Tut mir leid, war ein Scherz, Mesia und Bilo, wir kennen uns schon lang. Doch es war hart für euch und für uns, dieser verdammte Kackanfang. Beatbox war nix, man konnte nix damit verdienen. Es war nur Workshop-Basis und so in Berlin. Heute mittlerweile reist du durch die Welt, Bülow, ist doch geil, ey. Guck mal, Mesia hat 2, 3, 4, 5 Bands produziert. Bum, 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 nur Hits und Jams. Ist doch geil, ist doch super und so. Maxim, viel Spaß da oben. Es ist cool, so easy, das Leben zu genießen. Die Gedanken fließen, sprießen einfach raus. Und For Example macht auch ihr Ding, ist doch nicht so schlimm. Tobi, also Pirate von Berlin Nuts, hat auch eine Menge Mörderspaß an der Beatbox. Er kickt den Beat auf jeden und ist die einzige Beatbox, über die ich reden würde von einem anderen Menschen, außer einem aus meiner Band. Auf jeden Fall, wir machen hier Rasenjam im Park, dessen Namen ich nicht weiß. Aber das Shit ist heiß. Also Peace Bülow, Peace Mesia, Peace Maxim und Peace ich. Peace For Example auf jeden Fall. Das war der Urknall. Bum, bum, chakalaka ping. Grundschritt. Der Six-Step beim Breakdance ist der Grundschritt. Beim Beatbox 3 Elemente. Wir üben erstmal das erste, und zwar den Kick. Ja? Bisschen deutlicher, du musst die Lippen richtig pressen, du musst richtig... Machen wir nochmal? Ah, schon besser. Nächste ist eine Hi-Hat. Da machst du einfach TZ so, ja, so oder einfach nur so, als wenn du Busen sagen willst. Ja? Also, ich mach vor. Komm, du kannst du besser. Ah, schon viel besser. Mach nochmal. Okay. Nächster Schritt machst du wie so ein K, so einfach K so. Jetzt setzt du die nacheinander zusammen. Mein Vorschlag war dafür, damit du das gleich, weil du ja wirklich gerade beginnst mit Beatbox, das so aneinander zu ketten, mit dem Satz im Kopf, böse Katze. Trainingsmodus 1, böse Katze.